here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Und damit ein wildes herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Wir sind hier in diesem Sturm aufgewacht. Wir wissen nicht, wie wir hier hingekommen sind. Und wir müssen zu dem Leuchtturm da oben anscheinend. Das ist anstrengend. So, ein bisschen schneller. Wow. Ich weiß nicht, was muss draufstehen. Uiuiui. Fliegt alles ganz schön durch die Luft hier oben. Hui. Holy shit. So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and I didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America, and there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony, and if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man, and his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much, the selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression, or selfie expression. Sorry, I know. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Speaking of questions, I bet you thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the birth of the self-portrait? Ah, okay. Ich dachte jetzt, der redet die ganze Zeit. Anybody? This does not bode well. Okay, dann sehe ich mir mal das da an. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now.
Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Foto und damit würde ich auch nochmal herzlich willkommen sagen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Man spielt, wie man vielleicht schon sieht, wir spielen, wie man vielleicht schon sieht, Life is Strange. Das meiner Lieblingsspiele, möchte ich fast sagen. Ich habe es auch tatsächlich schon durchgespielt, da will ich jetzt keinem was vorlügen. Das heißt, ich kenne das Spiel also ich habe es wirklich einmal komplett von Episode 1 bis Episode 5 durchgespielt. Aber ich wollte davon trotzdem einfach gerne noch ein Let's Play machen, weil es wirklich einer meiner Lieblingsspiele ist, weil es ist ein... Ich mag den Grafikstil einfach sehr und ich finde storybasierte Spiele sowieso sind eines meiner Favorites. Und die Tatsache, dass dieses Spiel ein narratives Spiel ist, das heißt, ein entscheidungsbasiertes Spiel ist, hat mich einfach auch in seinen Bann gezogen, möchte ich fast sagen. Also das heißt, alles, was wir hier tun und alles, was wir hier sagen oder alles, was wir hier nicht tun und alles, was wir nicht sagen, wird Konsequenzen haben. Dementsprechend werden die Episoden ausgehen, also jeweils einzeln und dann auch der Schluss. Also das ist ist recht komplex, glaube ich. Jede Handlung zieht eine Konsequenz nach sich, die dann wieder was ganz anderes nach sich zieht. Und ich liebe das. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe das einfach total. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt einfach erstmal weiter, ohne dass ich dich weiter zulaber. Oh. Just jump right in with an answer. Ja, gleich. Womit fangen wir denn da an? Ich würde mir gerne... Hallo? Da. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old This is in school. the chapters you read. Das Foto haben wir uns angesehen. Ich gucke erstmal in die Tasche rein. My little camera bag is battered, but still kicking. Das Tagebuch. You did read the I chapters. haven't kept up with my journal as much as I should. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Also wenn man schon das Selfie guckt, ich glaube, das ist... Your silence is deafening. If anybody else looked at this, what would they think? Okay, ja, hier haben wir jetzt... Seite 8 von 8. Hier haben wir jetzt halt einfach ihr Tagebuch. Das finde ich ein bisschen sehr viel zu lesen. Aber was ganz schön ist, es ist mittlerweile auf Deutsch. Es war nicht immer auf Deutsch. Es gab auch Zeiten, da war der Untertitel in diesem Spiel als auch das Tagebuch auf Englisch. Aber jetzt ist das auf Deutsch. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, vorlesen werde ich das jetzt alles nicht, glaube ich. Aber ich werde immer mal wieder reingucken und einfach kurz eine Pause lassen und ihr könnt dann ja, wen es interessiert, der kann dann einfach auf Pause drücken und kann sich das durchlesen. Würde ich einfach sagen. Ich glaube, das ist so mit das Einfachste, würde ich sagen. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt wirklich alles vorlesen würde, da würde sich das Let's Play einfach so in die Länge ziehen. Und das muss ja nicht sein, wenn man es verhindern kann. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich mir das ganz durchgelesen habe, als ich das gespielt habe. Ich glaube nämlich auch nicht, weil ich da ehrlich gesagt zu faul für war. Ja, also ist halt aber jetzt auch nicht so wichtig, weil letztendlich steht da halt nur das drin, was man sowieso erlebt, ist halt auf jetzt die ersten 8 Seiten vielleicht. Da steht ja dann auch so ein bisschen die Vorgeschichte halt hier so, ich werde an der Blackwell Academy angenommen, also es ist halt der Schule, an der wir gerade sind. Bla 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 bla. Und ich kann an die Blackwell. Ja, genau, es ist halt, ansonsten steht da halt wirklich nur das drin, was man im Spiel gerade so erlebt. Deswegen, ja, es ist so ein bisschen... Genau, das sind die Leute, die wir kennengelernt haben. Das sind wir. Wir sind Max Caulfield und ja, wir sind an der Blackwell Academy und wollen Fotografin werden. Und ja, bitte lächeln. I love Seattle.
Dann ist das Mr. Jefferson, der ist unser... Das ist ein Fotograf und ein Lehrer. Und ja, das kann man sich ja auch nochmal durchlesen, wenn man will. Da zurück. Das ist Kate Marsh. Die haben wir noch nicht kennengelernt. Ich weiß nicht, woher... Also, warum sie schon in dem Tagebuch steht, ehrlich gesagt. Genauso wie Victoria. Oder auch Mr. Jefferson. Die haben wir ja alle eigentlich noch gar nicht kennengelernt. So, das hier sind die Fotos, die wir sammeln müssen. Also es gibt halt in jeder Episode so 2, 4, 6, 8, irgendwie 10 Fotos, die man schießen kann und sammeln kann. Und ich hoffe, ich kriege alle. Ich weiß, dass ich beim ersten Mal durchspielen ich glaube, ein Foto nicht bekommen. Ich glaube, das mit dem Eichhörnchen und der Cola-Dose. Ich glaube, das habe ich nicht bekommen. Und ich hoffe, dass ich es diesmal kriege. Hier können wir so Orte aufdecken. Achso. Okay. SMS. Oh, wir haben SMS bekommen. Papa, dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Das ist ja nett. Achso. Kate. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer, alles klar. Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut, ich habe ab 4 Zeit. Bis dann. Ach so, okay, ja gut, die kennen sich halt schon, ne? Deswegen steht sie wahrscheinlich einfach... Herzlichen Glückwunsch, Maxine! Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Küsschen. Warren. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen, bitte. Sieh dir auf jeden Fall Necromantic auf meinem Stick an. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen! Bitte was? Moment, ich muss nur für einen Physiktest befüllen. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Bahngeschwindigkeit? Oder deutschen Bahn oder was? Ignoriere diese Nachricht nicht. Ja, haben wir aber anscheinend doch ignoriert. Und, ja, dann würde ich sagen... I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Warum denn? Warum denn immer diese Selfie-Besessenheit? If this were a photo, I'd call it a still life. Na gut, machen wir mal ein Selfie. So. Bitte lächeln. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Das Ding ist, ich weiß das eigentlich. nicht nur wegen dem Spiel tatsächlich, sondern weil ich mich auch so für Fotografie interessiere und mich ein bisschen über gewisse Dinge belesen habe. Aber ja, wir als Max, da fragen Sie mich? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Ist ja Is gut. there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. So, und wir können Victoria uns... doesn't waste a second kissing ass. Eine was? Eine was ist sie? Okay.
Das Ding ist, wir können uns jetzt halt hier mega viel angucken. Also dieses Spiel fordert einen wirklich dazu heraus, sich seine Umgebung ganz genau anzugucken. Hier gibt es sehr viel, Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. was man sich angucken kann. Und auch Looks like einige Dinge somebody was sogar, already working on this. Cool. und auch einige Dinge kann man sogar benutzen. Finde ich auch sehr cool. Da sitzt Kate, mit der sprechen wir gleich mal. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Ach komm. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Kann man nicht so ein. Popwein ist Grunge tot mit den neuesten Werken von Mark Jefferson. 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. Ein Klassenfoto, yay! That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, also das hier ist ja Kay, das ist Victoria. Oh, die anderen kennt man noch gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie die heißen. Fotoausrüstung. Stativ. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Ja, ich bin... Nerd ist immer so negativ behaftet, oder? Even her Unnötigerweise. school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Produkt GRLT 64S. Genau wie man es von einer neuen Greenlit erwartet, ist die GRLT 64S vollgepackt mit neuen Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was sie wollen, wo sie es wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ, inklusive einem neuen Niveau an Tiefe, Schärfe und Geschmeidigkeit. Für nur $5.299. Aber ganz ehrlich, JPEG-Bilder? Kann das eigentlich nicht so gut sein. Huch. So. This is definitely where cameras go to heaven. Oh ja. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? What? Ja. Papier. Lesen wir erstmal die Papierkugel. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Ah. Hey Kate, wir lieben dein Porno-Video. Küsschen, Küsschen, Blackwell Academy. Oh, Fenster. Moment, ich rede gleich mit Kate. I like this panoramic view of Blackwell. Everything looks so green and serene. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Ja. Oh, nach der Papierkugel kein Wunder. Huch. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Du bist heute so still. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Womit denn? Du bist heute so still. Oh. Das ist eigentlich auch voll der doofe Satz. Ah, du bist heute so still. You seem quiet today. Just thinking too much. Victoria hat bereits gewonnen. Nee, komm, lad dich auf einen Tee ein. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Oh. Da beugt sie sich wieder über den Tisch. Arme Kate. Huh, this might make a cool shot.
Oh ja, und damit kriegen wir auch schon unser allererstes Foto. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Makroskop. Bücher. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson? That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith, good to see Abaddon among the masters. Dahlia, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Sollte man meinen. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Ach, komm schon. Bist du ein Held des Alltags? Finde es heraus. Nimm teil. Wettbewerb, Helden des Alltags. Reiche ein Bild ein, das dich oder andere bei heroischen Taten zeigt. Abgabefrist 9. Oktober 2013. Der Gewinner fliegt nach San Francisco und repräsentiert seine Schule im nationalen Helden des Alltagswettbewerb in der Galerie Zeitgeist am 11. Oktober 2013. Du kannst ein Foto auf zugelassenem Papier zur Bewertung einreichen. Für diejenigen unter 18 wird eine Genehmigung der Eltern zusammen mit dem Foto benötigt. Ich hoffe, ich lese nicht zu schnell vor. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ja. Ich finde es jetzt nicht so mysteriös. Es ist halt ein Wald. So, ne? Waldi, Wald. Holzi, Holz. You can never escape the lighthouse here. Das ist der Leuchtturm von dem, ne? Da waren wir doch noch eben. Also vorhin. Also. Ne? Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Ja, so eine Sofortbildkamera oder auch Polaroid-Kamera, wie man sie ja nennt, finde ich eigentlich auch sehr cool, ne? Hätte ich auch ganz gerne. Hier kommen wir gar nicht weiter. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Mr. Jefferson. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Max und Mr. Jefferson sitzen auf dem Baum und K-Ö-S-S-S-E-N sich, oder wie war das? Nein, natürlich nicht. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muss ich? Oder ich hatte keine Zeit. Ja. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okay. Haben wir das jetzt nicht eingereicht? Nee, ich glaube, nee, stimmt, haben wir nicht eingereicht. Die ist halt so schüchtern, die Max, ne? Die ist so... Dabei hat sie wirklich Talent. Also finde ich, persönlich. Oder ohne, dass ich jetzt... Natürlich, ich habe natürlich keine Profi-Meinung, ne? Ist klar, aber... Ich glaube schon, dass sie Talent hat, die Max. Für ihre... Was ist sie, junge? 18 Jahre?
glaube, die war 18, genau. Ja, hier aus dem Fenster haben wir auch schon geguckt. Okay, oh, das mit der Kate, ne, das tut mir echt so leid. Das ist echt böse. Das hätte ich eigentlich auf dem Blog zu stehen. Das habe ich mir noch nie angeguckt. Okay, das sieht aus wie ein Baum. Another daily fail in front of the world. Huch! Okay. Wieso öffentlich macht so ein Schwachsinn? Quatsch, hör doch auf, Max. Hör doch auf. So, und ich würde sagen, bevor ich jetzt durch diese Tür gehe, verabschiede ich mich einfach schon mal und freue mich, dass du bei diesem Let's Play wieder mit dabei bist. Huch, Entschuldigung. Ich glaube, das wird sehr cool. Das prophezeie ich jetzt einfach mal mit einem Blick in die Zukunft in meiner Kristallkugel. Nein, okay. Das wird auf jeden Fall sehr schön. Falls du es noch nicht kennst, dieses Spiel, dann hoffe ich habe dir Lust auf mehr gemacht. Und wenn du es schon kennst, hoffe ich trotzdem, dass du dran bleibst und wir das Spiel vielleicht einfach zusammen nochmal erkunden können. Also bis dann. It's so awesome to look like an idiot in my favorite teacher's class. Ich habe vorher mal gar nicht so lange gewartet und habe das noch nie gehört, dass sie das gesagt hat. Okay, also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.